Die Aussichten für die Gemüseversorgung im kommenden Winter sind wesentlich besser als in den Vorjahren. Vom Feld geht es direkt zur Eisenbahnstation, wo der Kohl verladen wird. Die Kartoffelernte steht in allen Gauen des Reiches kurz vor dem Abschluss. Mit Hilfe von Spezialmaschinen werden die Kartoffeln ausgerodet und dann eingesammelt. Hier werden sie eingemietet. Die Kartoffelernte wird in diesem Jahre etwa 60 Millionen Tonnen betragen. Das sind 5 Millionen Tonnen mehr als im letzten Friedensjahr. In einem Steinbruch im Bayerischen Wald wird Granit für den Autobahnbau gewonnen. An Ort und Stelle werden einzelne Blöcke, die bis zu 60 Kubikmeter groß sind, zerteilt, roh behauen und dann zu den Baustellen abtransportiert. Hier der Weg zum Talübergang Kasern in der Nähe von Salzburg. Diese 24 Meter hohen Brückenpfeiler sollen eine 188 Meter lange Brücke tragen. Zur besonderen Versorgung und Betreuung der Arbeiter an den Autobahnen und anderen großen Bauvorhaben schuf die Deutsche Arbeitsfront vorbildliche Gemeinschaftslager. Oberstes Gesetz ist größte Sauberkeit. Die großen hellen Wasch- und Duschräume entsprechen allen hygienischen Anforderungen. Die Lagerfriseure haben alle Hände voll zu tun. Im Tagesraum gibt es Zerstreuungsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Neueste Tageszeitungen und Wochenschriften hängen aus. Eine Bibliothek wird von den Lagerinsassen selbst verwaltet. Post hält die Verbindung mit der Heimat aufrecht. In modernsten Küchenanlagen wird für gesunde, kräftige Kost gesorgt. Besonders beliebt sind die zahlreichen KdF-Veranstaltungen in den Gemeinschaftsräumen. Am Spitzerberg bei Hainburg im Gau Niederdonau wurde durch den Gauleiter Dr. Juri ein neues Segelfliegerlager eröffnet. Die Flugzeuge tragen die Namen gefallener Jagdflieger. Windsack und Windmesser, zwei wichtige Instrumente für den Segelflieger. Das Seil wird ausgezogen und schon schwingt sich der Vogel in die Lüfte.
Der Stabschef der SA, Viktor Lutze, unternahm eine Besichtigungsreise durch die Ostgebiete. Hier ein Besuch in der Marienburg. Am Grabe des im Polenfeldzug gefallenen SA-Obergruppenführers Meyer-Quade in der Nähe von Litzmannstadt legte der Stabschef einen Kranz nieder. Obergruppenführer Meyer-Quade war Führer der SA-Gruppe Nordmark. In Posen besichtigte der Stabschef anlässlich des Tages der Freiheit die neu aufgestellte SA-Standarte von Manteuffel. Auch in Litzmannstadt wurde der Tag der Freiheit als Erinnerung an die Befreiung vom Polenjoch durch eine machtvolle Kundgebung festlich begangen. Auf der Burg in Krakau wurde aus Anlass des einjährigen Bestehens des Generalgouvernements eine feierliche Gedenkstunde abgehalten, in deren Mittelpunkt eine Rede des Generalgouverneurs Dr. Frank stand. Anschließend fand die Übergabe der Hoheitsfahne für die NSDAP im Generalgouvernement statt. Eine große Parade der Polizei- und SS-Verbände auf dem Adolf-Hitler-Platz beschloss die Feierlichkeiten. Zur Entlastung der Truppe sind in den besetzten Gebieten Nachrichtenhelferinnen eingesetzt worden, die sich außerordentlich bewährt haben. Hier ein Blick in eine große Pariser Fernsprechvermittlung. Einen Augenblick bitte, die Leitung ist besetzt. Bitte, Pausenlos läuft auch die Arbeit in den Fernschreibstellen, wo eine dauernde Verbindung zwischen Front und Heimat aufrechterhalten wird. Der Fernschreibstreifen wird geklebt. Mit der Einnahme von Paris fiel unseren Truppen auch die Bekleidungskammer der französischen Armee als wertvolle Beute in die Hände. Hier lagern in riesigen Mengen Uniformstücke und wärmende Unterkleidung. Französische Hilfskräfte besorgen unter deutscher Leitung das Sortieren und den Abtransport der verschiedenen Kleidungsstücke. Im besetzten Gebiet werden die erbeuteten schweren und schwersten Panzerkampfwagen gesammelt. Ein Teil von ihnen kommt nach Deutschland und wird hier einer nützlichen Verwendung zugeführt.
Bilder von einer Übung unserer Nachrichtentruppen im besetzten Gebiet. Infanterie geht über einen Fluss zum Angriff vor. Der Infanteriespitze folgt der Feldfernkabeltrupp. Das Gelände liegt unter angenommenem schweren Beschuss. Die Fernsprechverbindung zu den hinteren Linien ist unterbrochen. Meldung an die Störungsstelle. Der Störungstrupp setzt sich in Marsch und zieht, von angenommener Feindwirkung dauernd bedroht, neue Kabel. Die beschädigte Stelle ist gefunden. Die neu gezogenen Kabellängen werden miteinander verbunden. Die Nachrichtenverbindung ist wiederhergestellt. Im Verlaufe seiner Gastspielreise durch Italien gab Herrn Niel in Rom mit dem Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes ein großes Konzert vor verwundeten italienischen Soldaten. Nach der Eroberung von Sollum und Sidi el Barani gehen die italienischen Truppen sofort an den Ausbau von festen Straßen durch die Wüste. Gute Straßen sind unerlässliche Voraussetzung für die glatte Heranführung des Nachschubes und damit von ausschlaggebender Bedeutung für den Erfolg einer modernen Armee.
Japanische Bombengeschwader starten zum Angriff auf die Burma-Straße. Sie wurde bekanntlich entgegen den vertraglichen Abmachungen von den Engländern wieder geöffnet, da sie auf diesem Wege der Chiang Kai-shek-Regierung Waffen und Munition zuführen wollten. Japan beantwortete diese Herausforderung sofort mit einer Großaktion seiner Bombengeschwader. Die japanischen Maschinen im feindlichen Flakfeuer. Trotzdem finden die Bomben ihr Ziel. Die englischen Kriegsausweitungspläne scheitern auch im fernen Osten. Siegreiche deutsche Unterseeboote kehren zu ihren Stützpunkten zurück. Kapitänleutnant Schepke. Er versenkte mit seinem Boot auf seiner letzten Feindfahrt über 40.000 Bruttoregistertonnen. Und hier das Boot von Kapitänleutnant Prien, der als erster Unterseebootkommandant die 200.000 Tonnen Grenze überschritt und vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Das Boot von Kapitänleutnant Kretschmer macht fest. Er konnte, wie der Wehrmachtsbericht meldete, ebenfalls mehr als 200.000 Tonnen Schiffsraum versenken. Der Führer verlieh auch ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Schon laufen wieder neue Boote aus, den Engländer vernichtend zu treffen, wo er sich auch zeigt. Reichsmarschall Hermann Göring bei seinen siegreichen Jagdgeschwadern an der Kanalfront. Major Wick, einer unserer erfolgreichsten Jagdflieger, meldet dem Reichsmarschall das Richthofengeschwader, das getreu seiner Tradition zu den erprobtesten Verbänden im Kampf gegen England zählt. Und hier Besichtigung des Zerstörergeschwaders Horst Wessel. Hauptmann Böhlke, der bekannte Weltkriegsflieger und Begründer der modernen Luftkampftaktik, der vor 24 Jahren nach 40 Luftsiegen tödlich abstürzte. Anlässlich des 24. Todestages geleiten Mitglieder des Böhlke-Geschwaders seine Mutter zur Grabstätte in Dessau, wo das Geschwader einen Kranz niederlegte. Auf einem Feldflughafen in Frankreich werden einem Gruppenkommandeur des Böhlke-Geschwaders Besatzungen und Maschinen einsatzbereit zum Flug gegen England gemeldet.
Die letzten Bomben werden eingehängt. Eine Kette He-111 beim Start. Immer höher steigen die Maschinen. Immer wieder geht es gegen England. Das Ziel ist erreicht. Die Bombenklappen werden geöffnet. Die englischen Kriegsverbrecher erhalten durch die systematischen deutschen Vergeltungsangriffe immer schwerere Schläge bis zu ihrer endgültigen Vernichtung.